Moin Moin, hier ist der Zap. In diesem Beitrag möchte ich dir das Planet Zoo Südamerika-Paket vorstellen. Ich zeige dir genau, was drin ist und ob es sich für dich eventuell lohnen würde, das Paket zu kaufen. Planet Zoo allgemein. Falls du noch gar nichts von Planet Zoo gehört oder gesehen haben solltest, eine ganz kurze Einführung. Das Spiel wird vom britischen Studio Frontier Development entwickelt, die bereits seit Mitte der 90er Jahre Spiele bauen. In den letzten Jahren waren ihre größten Erfolge der Weltraumshooter Elite Dangerous sowie die sehr beliebten Wirtschaftssimulationen Planet Coaster und der an Jurassic Park angelehnte Spin-off Jurassic World Evolution. Frontier hat im Wirtschaftssimulator-Bereich eine Menge Erfahrung, denn neben Rollercoaster Tycoon 3 haben sie auch das sehr beliebte Zoo Tycoon für Microsoft entwickelt. Mit Planet Zoo brachten sie 2019 dann eine ganz neue Ausgabe, die neben dem wirtschaftlichen Aspekt einerseits eine enorm tiefe Simulation der Bedürfnisse der Tiere mitbringt und daneben extrem detaillierte, putzige und niedliche Darstellungen. Dazu kann man hier unheimlich viel über die einzelnen Tierarten lernen und mit Forschungsprogrammen, Auswilderungen und einigen asynchronen Multiplayer-Elementen bietet es auch für das Genre eher ungewöhnliche Tiefe. Der Wirtschaftsteil des Spiels ist dabei allerdings etwas niedriger im Anspruch. Die ganz große Stärke des Titels liegt aber ähnlich wie bei Planet Coaster auch schon im kreativen Bauen. Das Spiel bietet hunderte verschiedene Bauelemente und Objekte, aus denen wir hübsche Parks und Gebäude zusammenbauen können. Und per Steam Workshop ist es dann auch möglich, diese Kreationen mit anderen zu teilen oder halt die schönsten Gebäude begabter Baukünstler direkt in sein Spiel zu importieren. Was ist drin im Südamerika DLC? So viel vorweg, was ist nun das Planet Zoo South America Pack und vor allem, was bietet es und was muss man dafür bezahlen? Dem Namen entsprechend ist alles im DLC-Pack für Planet Zoo natürlich am Thema Südamerika orientiert. Als ersten großen Inhalt gibt es 5 neue Tierarten. Hier geht es vom Jaguar über Lamas, Kapuzineraffen und Ameisenbär bis hin zum farbenfrohen Rotaugenlaubfrosch. Diese Tiere werde ich gleich noch einzeln genauer vorstellen. Dazu kommen insgesamt 250 neue Bauteile. Das DLC kostet im Grundpreis knapp 10 €, mit Einführungsrabatt oder bei meiner Partnerseite Gamesplanet kann man es noch etwas günstiger bekommen, sodass man es für 8,50 € bis 9 € erwerben kann. Planet Zoo Patch 1.2 Free. Gleichzeitig mit dem Südamerika-Pack wurde ein kostenloser Patch für das Hauptspiel herausgegeben. Die Patchnotes dieses Updates haben weit mehr als 100 Unterpunkte in fast allen Bereichen des Spiels. Ich werde sie dir mal unten verlinken. Neben unheimlich vielen Bugfixes und Balancing-Verbesserungen gab es auch ein paar neue Spielfeatures. Als wichtigstes ist zu erwähnen, dass man nun verschiedene Schwierigkeitsgrade für alle Spielmodi wählen kann. Daneben wurden in zahlreichen Kategorien auch neue Gegenstände umsonst eingefügt, wie zum Beispiel diese neuen bemoosten Steine oder ein Termitenhügel. Die Tiere im Detail. Im Folgenden zeige ich ein paar Eindrücke von den 5 neuen Tierarten. Hierbei sind 4 Tiere für die Gehegehaltung und die letzte Art, der Rotaugenfrosch, ist ein Vivarium-Tier. Natürlich ist das Gezeigte nur ein Demo-Zoo. Im tatsächlichen Spiel würde ich die Dinge nicht so anordnen, wie man es hier sehen kann. Der Aufbau dient nur der besseren Darstellung der neuen Sachen. Erstens Jaguar. Diese Großkatzenart kann bis zu 100 Kilo schwer werden und fast 2 Meter lang. Diese Art gilt nicht als gefährdet, aber trotzdem werden ihre Lebensräume knapper und daher mehr und mehr unter Naturschutz gestellt. Da sie in freier Wildbahn in den Regenwäldern lebt und den Viehzüchtern als Bedrohung ihrer Herden ein Dorn im Auge ist, wird diese Raubkatze mehr und mehr zurückgedrängt. Zweitens Lama. Diese zahme Tierart ist mit den Kamelen verwandt und lebt vor allem im westlichen Südamerika. Sie können bis zu 200 Kilo schwer werden und besonders große Exemplare erreichen bis zu 1,60 Meter Höhe. Lamas sind domestizierte Haustiere. Sie sind meistens gutartig und durch ihre Neugier gehen sie schnell auf Menschen zu und dadurch sind sie auch leicht zu trainieren. Drittens Weißschulter-Kapuzineraffe. Diese kleine Primatenart lebt vor allem im nördlichen Teil von Südamerika. Es gibt 11 Hauptarten und zahlreiche Unterarten. Sie können bis zu 50 Jahre alt werden und leben in Gruppen, die teilweise mehr als 30 Tiere umfassen. Die Kapuzineraffen sind nicht bedroht, aber durch starke Abholzung der Wälder sind auch ihre Lebensräume mehr und mehr reduziert. Viertens großer Ameisenbär. Der große Ameisenbär gehört zu den gefährdeten Arten. Er lebt in den Gras- und Waldgebieten in Mittel- und Südamerika und ernährt sich fast ausschließlich von Ameisen und Termiten. Durch Abholzungen und Plantagen der Menschen wurde diese Tierart sehr bedroht. Es leben geschätzt nur noch ca. 5000 in freier Wildbahn. Darum gibt es Auswilderungen dort, wo die Art vorher gelebt hat.
Rotaugenlaubfrosch. Der grell gefärbte Rotaugenlaubfrosch lebt vor allem in Mittelamerika. Die Art ist nicht bedroht, wird jedoch auch durch Abholzungen stark zurückgedrängt. Mit geschlossenen Augen ist er kaum von den Bäumen, auf denen die Art lebt, zu unterscheiden. Mit geöffneten Augen wirken die knallroten Pupillen jedoch abschreckend auf ihre Fressfeinde. Südamerika-Pack bringt 250 neue Bauteile. Der ganz große Teil der Inhalte des neuen DLCs besteht aus Bauteilen, die man überall im Zoo verwenden kann. Insgesamt fügt das DLC ca. 250 neue Blumen, Bäume, Dekogegenstände und vor allem auch neue Bauteile für Gebäude hinzu. Ganz passend zum Thema Südamerika geht es dabei selbstverständlich um große Tempelanlagen im Stil der Mayas und Inkas inklusive goldenen Lamas, aber auch zahlreiche neue vorgefertigte Gebäude für Shops und Mitarbeiter, die aus den neuen Bauteilen zusammengesetzt wurden. Und ein wiederkehrendes Element sind neben den Ameisenbären dabei auch große Schmetterlinge und Orchideen. Ich zeige hier mal einige Beispiele in meinem Demo-Zoo. Meinung und Fazit: Das Planet Zoo Südamerika Pack gefällt mir sehr gut. Es reißt keine große Lücke ins Portemonnaie, aber hat trotzdem mehr vom Gewohnten. Eine sehr umfangreiche Erweiterung der Bauteile und Gestaltungselemente ist enthalten und die 5 neuen Tierarten sind natürlich auch eine absolute Bereicherung des Spiels. Leider bietet das Pack keine wirklich neuen Missionen für die Kampagne oder neue Szenarien. Hier hätte ich mir noch ein paar neue Level gewünscht. Positiv ist anzumerken, dass anders als in vielen DLCs zu anderen Spielen sämtliche Inhalte dieses Pakets im ganzen Spiel verfügbar sind. Hier wird also das komplette Spiel aufgewertet und nicht nur neue Inhalte gebracht, die man dann aber nur in 1-2 bestimmten Missionen zu sehen bekommt. Das möchte ich ausdrücklich erwähnen und loben. Wertung: Für den Grundpreis von 10 € bekommen Fans mit dem Planet Zoo Südamerika Pack eine angemessene Menge an neuen Inhalten geboten. Leider sind keine neuen Maps oder Level enthalten, dies trübt den ansonsten positiven Eindruck etwas. Hier hätte ich mir mehr tatsächliche Spielinhalte gewünscht. Dafür wird eine enorme Menge an eigentlich fast allem geboten, die man im ganzen Spiel nutzen kann. Und da der Franchise-Modus und der Sandbox-Modus bei diesem Spiel sowieso den Hauptteil ausmachen, ist das auch leichter zu akzeptieren als bei rein missionsbasierten Spielen. Alles in allem möchte ich dem Südamerika-Pack damit eine Wertung von 78% geben, bezogen auf den Grundpreis von 10 €. Wenn man das Pack dann noch etwas billiger bekommt, verbessert sich diese Wertung noch, je nach Rabatt, um bis zu 5%. Falls du etwas sparen möchtest, findest du unten einen Link, wo du das Pack etwas günstiger bei meiner Partnerseite Gamesplanet bekommen kannst. Damit sparst du etwas und unterstützt meine Arbeit, da ich dadurch eine kleine Provision bekomme. Haben die niedlichen Kapuzineraffen dein Herz gewonnen oder findest du die Lamas knuddeliger? Deine Meinung interessiert mich und darum schreibe sie mir bitte unten in die Kommentare. Mehr Gaming-News, Spiele-Reviews und Guides findest du auf meiner Webseite zapzock.de. Über gedrückte Daumen und Abos freue ich mich natürlich sehr und dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Lass es dir gut gehen und bleib gesund. Ciao, ciao, dein Zap.